Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Update-Video hier aus meiner Brickworld. Und nachdem wir im letzten Video dort hinten im Bahnhof weitergearbeitet hatten, wir gehen mal ganz kurz hin, einfach um nochmal einen Blick zurückwerfen zu können, hatten wir in dem Bereich weitergearbeitet, wie auch hier endlich in der ersten Klasse Lounge angefangen. Dazu kam schon einiges an Feedback, da schon mal vielen Dank an euch. Aber heute möchte ich noch nicht hier weiterarbeiten, denn hier fehlen mir noch ein paar Steinelieferungen, um am Bahnhof weiterzubauen. Aber grundsätzlich habe ich jetzt den Plan, dass ich die Außenfassade jetzt einfach mal weiter hochziehe und nicht mehr nur so stückchenweise weiterbaue, sondern einfach mal so ein bisschen vorankommen von außen und dann den Innenausbau weiter vorantreiben, einfach um hier mal ein bisschen Sicht auf das ganze Projekt zu bekommen. Das wird natürlich auch einige Zeit dauern, aber ich habe jetzt erstmal einiges an Steinen bestellt, um einfach mal hier ein bisschen voranzukommen. Ich hoffe, ich habe mich auch jetzt nicht komplett getäuscht bei dem, was ich bestellt habe. Aber da wird es auf jeden Fall in naher Zukunft erstmal an der Fassade ordentlich weitergehen, damit wir dann auch, wenn wir rüberziehen in die neuen Räumlichkeiten, da auch schon mal ein ganzes Stück voran sind. Aber heute möchte ich nochmal in diesen Bereich gehen. Da haben wir viel Arbeit schon reingesteckt in vielen Episoden. Und zwar möchte ich heute hier an der Mauer vor allem das hier beheben. Das heißt, wir gucken jetzt mal hier nach hinten. Ihr seht hier, die Mauer ist ja von der Seite nur komplette Fassade. Hier möchte ich auf jeden Fall heute weiterarbeiten in dem Bereich, das Gebäude noch nicht, aber hier den Weg, der muss langsam ein bisschen nach oben gehen und hier an der Mauer weiterarbeiten. Das würde ich gerne heute machen. Und so beginnt das ganze Schauspiel hier hinter der Mauer. Ihr seht da unten das Tannfarbene da unten. Das ist übrigens noch die Rückwand von der Tropfsteinhöhle. Und hier habe ich jetzt angefangen, die Grundstruktur für den weiteren Verlauf des Weges zu bauen. Das heißt, wir haben ja darüber gesprochen, dass es hier bergauf gehen soll. Das bedeutet, dass wir hier langsam, auch wenn es dann hier hinten weitergehen wird im neuen Layout, dann langsam hier nach oben gehen, weil die ganze Altstadt ansteigend sein wird, sodass wir dann hinten irgendwann, das wird einige Baseplates dauern, auf einem relativ hohen Niveau sind und dann eine Steilklippe nach unten bauen können. Das ist sozusagen der Anfang davon. Ich werde jetzt hier den ganzen Weg weitermachen mit den Headlight Bricks, das sind ja diese hier, und damit werde ich jetzt hier den Weg seicht nach oben gehen lassen. Wir haben jetzt hier eine relativ harte Struktur mit relativ hohen Stufen, das wird natürlich jetzt ein bisschen abgeflacht innerhalb dieser einzelnen großen Stufen und dann, glaube ich, kriegen wir hier schon mal einen ganz guten Weg nach oben hin und das mache ich jetzt natürlich mal. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt eigentlich angefangen, hier den Weg weiter zu verfeinern und auch hier schon anzufangen mit dem Unterbau für das Kopfsteinpflaster. Aber da ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht erstmal schauen sollte, wo diese Treppe hier eigentlich unten ankommt, damit ich hier auch den Übergang richtig bauen kann. Deshalb kleine Planänderung, ich mache erstmal hier nicht weiter, sondern mache heute erstmal die Treppe hier bis nach ganz unten und dann machen wir hier weiter, weil sonst kriege ich hier irgendwie ein Problem mit dem Übergang und das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, diesmal habe ich tatsächlich mitgedacht, bevor hier irgendwas schief läuft. Und ja, wie gesagt, Treppe kommt jetzt und dann geht es gleich weiter mit dem Rest. Damit steht das Grundgerüst. Ich musste es ein paar Mal umbauen, bis es ordentlich gepasst hat, aber jetzt passt es auf jeden Fall. Ihr wisst ja, hier ist die Modulgrenze, deshalb hatten wir damals da ja auch aufgehört. Und jetzt habe ich die ganze Grundstruktur der Treppe hier bis nach unten runtergezogen. Geht sogar recht schön auf, sieht man hier. Und dann können wir hier direkt aufs Kopfsteinpflaster gehen. Und dann seht ihr hier, geht das Kopfsteinpflaster nach oben ganz leicht. Und wir machen auch hier noch eine kleine Biegung rein. Und dann kommt ja hier der Rest der Mauer. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Bereich, wo ein bisschen Grün dazu kommt. Und ich glaube, das könnte dann auf jeden Fall sehr hübsch aussehen. Ich habe das jetzt noch nicht ganz rübergezogen. Ich wollte jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze sich so entwickelt, bevor ich jetzt hier alles zubaue. Aber man sieht auf jeden Fall hier mal wieder, wie schön bunt es unten drunter wird. Aber ich glaube, der nächste Schritt, den ich jetzt mache, ist, dass ich erstmal hier die Mauer hochziehe und auch diesen Bereich hier grundsätzlich fertig baue, dass wir hier halt dann später begrünen können, damit hier einfach mal zu ist und es hier auch nicht mehr so wabbelig hier nicht aufliegt, sondern in der Luft hängt und dann besser aufliegen kann. Weil das ist ja, wie gesagt, auf dem Modul, liegt aber dann auf diesem Modul auf. Also es ist eine etwas komplizierte Geschichte. Aber auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich gehe mal kurz ein bisschen raus. Und dann seht ihr, das wird doch eine ganz schöne Geschichte, finde ich. Viele Steine später sieht das Ganze jetzt so aus. Noch relativ eintönig und relativ hässlich. Aber wir haben jetzt hier die ganze Mauer hochgezogen. Ich habe hier den Bereich mit Reddish Brown zugemacht, damit wir eben da jetzt ein bisschen Pflanzbereich haben und da vielleicht auch noch einen Baum hinstellen können. Mal schauen.
Ich habe jetzt auch hier ein paar Plates richtig reingesetzt, damit das jetzt mal richtig darauf fixiert werden kann. Man merkt, dass es relativ unter Spannung ist, aber es funktioniert. Es wird auf jeden Fall besser dann, wenn wir im neuen Layout sind. Aber es ist einfach so, dass dieser obere Teil hängt ja an diesem Stück Mauer, das ist auf diesem Modul. Dieses Stück hängt an diesem Stück des Turms, das ja auch nur aufgesetzt ist. Daran hängt auch diese Krümmung der Kurve. Das hier wiederum ist auf dem Modul. Und das hier ist wiederum das gleiche Modul wie das, aber hier fängt dann schon das nächste Modul an, also es ist alles ein bisschen schwierig. Der Teil der Wand ist dann auf dem Modul, aber der obere Teil ist auf dem Modul, aber es passt alles zusammen. Ich habe es, so wie ich sehe, nicht irgendwie komisch zusammengebaut und vor allem es ist dadurch auch transportabel und man sieht meiner Meinung nach die Übergänge jetzt überhaupt nicht. Was jetzt noch der nächste Schritt sein wird, ist, dass ich hier die Treppe fertig baue. Dann müssen wir hier alles noch verkleiden erstmal und dann kümmern wir uns auf jeden Fall erstmal um die Grünfläche, würde ich sagen. Also noch einiges zu tun in diesem Update. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist und ich hoffe, ihr auch und ihr bleibt dran. Es geht voran mit der Verkleidung der Mauer. Ihr seht schon einen großen Unterschied. Ich wollte euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht, während ich das mache, weil ich baue einfach Sachen wild durcheinander, um eben diesen wild durcheinander Mix zu bekommen. Ihr seht es jetzt noch relativ einfach im Gegensatz zu dem, was man dann später hier sieht. Ich werde aber auch hier nochmal was hochwachsen lassen, einfach um da nochmal ein bisschen Grün an die Wand zu kriegen. Was ihr aber auch seht, ist, dass ich hier noch eine Lampe angebracht habe. Das war übrigens eine nicht so schlaue Idee, beziehungsweise an sich ist es schon eine gute Idee. Es war nur nicht so schlau, dass ich darauf erst kam, als die ganze Mauer hier schon stand. Und ich dann darauf kam, ich wollte hier eigentlich noch eine Lampe anbringen. Dazu musste ich dann hier hinten, ihr seht es vielleicht da hinten, da sieht man das Kabel runtergehen so ein bisschen. Der Verteiler dazu liegt ungefähr an dieser Stelle und ich kam da einfach nicht mehr hin. Das heißt, ich musste die Wand hier nochmal komplett runterbauen, um da an den Verteiler zu kommen. Das war unnötige Arbeit. Also vielleicht schaffe ich es doch irgendwann mal was zu bauen, ohne dass mir irgendwann im Nachhinein auffällt, dass ich doch irgendwas vergessen habe. Aber es hat sich doch hingebogen und ich glaube, das ist eine ganz nette Lichtquelle. Wir haben dann eben da oben eine Lichtquelle, hier eine und hier ist ja auch noch eine Laterne, hier unten an der, wo ist sie denn? Da hinten. Und dann bringt das hier, glaube ich, ein bisschen Licht in die ganze Geschichte. Irgendwann später werden wahrscheinlich hier nochmal eine Lichtquelle. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn das Licht aus ist. Aber ich glaube, das bringt auf jeden Fall eine Atmosphäre hier rein und ich baue jetzt einfach mal weiter. Weitere Steine in großen Mengen und auch einiges an Zeit ist hier reingeflossen. Und ihr seht, es hat sich doch wieder einiges verändert. Wir sind jetzt hier in dem Bereich soweit fertig. Ich muss hier oben noch die Verkleidung machen. Das ist aber keine große Sache. Hier muss ich noch die Treppe fertig machen. Da warte ich eigentlich darauf, dass gleich noch ein Paket kommt, hoffentlich, in dem noch ein paar von diesen einmal einer Modified Bricks sind, damit wir das hier schön machen können. Sonst mache ich eine andere Technik. Und ich habe auch hier jetzt den Grünbereich soweit fertig. Da sind einige verschiedene Pflanzenelemente drin. Und ist auch als Basis dessen, dass hier eben das Efeu hochwächst. Das bringt hier im Gesamtblick, glaube ich, nochmal einen ganz schönen grünen Fleck rein. Und ich habe auch hier noch den restlichen Teil des Kopfsteinpflasters vorbereitet, damit wir eben jetzt hier noch weiter pflastern können. Das lassen wir heute erstmal so, wie es ist. Ich habe es an manchen Stellen fixiert, soweit es ging. Vor allem am Ende, damit hier eben nichts rausrutschen kann. Und das macht auf jeden Fall einiges her, finde ich. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier noch das Kopfsteinpflaster heute fertig machen. Die Verkleidung hier oben, ob ich das hier oben noch mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht noch ein bisschen daran. Weiß ich auch noch nicht genau. Auf jeden Fall würde ich gerne noch die Treppe fertig machen. Das hängt aber hauptsächlich daran, ob die Steine kommen, die ich gerne hätte. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass wir heute hier gut vorangekommen sind. Ich gehe auch mal kurz mit euch um den Tisch herum, denn man sieht diese Ecke auch sehr gut jetzt von der anderen Seite. Also wir gehen mal hier rum. Und wenn man jetzt mal darüber schaut, sieht man, dass man den Bereich inzwischen jetzt auch super gut sieht von hier vorne. Wenn man jetzt hier beim Bahnhof steht, auch da sieht man den Teil der Stadtmauer gut. Und ihr müsst euch halt vorstellen, dass das dann irgendwann später in den neuen Räumlichkeiten hier hinten weiter hochgehen wird. Die Mauer wird irgendwann wieder eingestützt sein, damit man von dort drüben weiter reinschauen kann. Aber das macht auf jeden Fall auch aus der Sicht jetzt einen ganz großen Unterschied, meiner Meinung nach. Sehr viele Kleinteile später ist das jetzt das Ergebnis. Ich habe jetzt mal hier die Arbeitslampe, hier, die ihr seht, ausgemacht, damit wir einfach mal ein bisschen sehen, wie die Beleuchtung aussieht. Es ist jetzt noch Tageslicht hier im Raum und ein bisschen Deckenbeleuchtung. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier einen riesen Fortschritt gemacht, finde ich. Ich werde hier gleich noch ein paar Figuren hinstellen. Jetzt nicht mehr unbedingt immer nur welche, die passend zu diesem Mittelalterfestival sind. Vielleicht auch ein paar Besucher, die ein bisschen anders aussehen. Und was ich vielleicht auch noch machen können werde, ist, dass ich hier oben, glaube ich, doch noch ein bisschen verkleide. Da muss ich mal schauen, ob ich das heute noch mache oder nicht. Auf jeden Fall kommen jetzt hier erst gleich mal Figuren hin. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, wie es aussieht. Und das wäre dann das Endergebnis für heute. Wir haben heute meiner Meinung nach wirklich viel geschafft. Nicht wundern, ich bin hier gerade im Weitwinkelobjektiv, einfach damit wir hier ein bisschen mehr von dem Ganzen sehen, weil ich stehe hier relativ nah an der Wand. Und hier ist ja nicht viel Platz, das seht ihr so ein bisschen unten rechts im Blick.
Jedenfalls wird es auf jeden Fall auch besser, wenn wir dann umziehen. Dann steht das Ganze allgemein ein bisschen weiter von den Wänden weg. Aber, ich gehe mal wieder aufs normale Objektiv. Ich habe jetzt hier noch so eine Ärztin eingebaut, die gerade mit ihrem Koffer unterwegs ist. Vielleicht gerade da auf dem Weg nach drüben und dann darüber zum Bahnhof da drüben. Oder zum Busbahnhof. Und dann habe ich hier noch eine Katze eingebaut mit 2 kleinen Kindern. Fand ich eine ganz nette Geschichte hier. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Und ich habe zumindest jetzt hier nochmal die Wand hier fertig verziert, damit wenigstens der Turm hier mal ein bisschen vorankommt. Aber ich hatte heute schon so viel Wände zugebaut mit Steinen, dass es mir echt langsam reichte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Grundsätzlich ist die Idee, dass dann hier ein Weg nach oben geht in den vorderen Teil der Altstadt und dass hier dann das nächste Gebäude hinkommt. Das steht natürlich auf dem weiteren Modul, dann hier drüben im neuen Layout noch kommen, auch drauf. Aber hier zwischen den beiden Gebäuden wird dann hier ein Weg nach oben gehen. Und ja, ich glaube, dass dann auch dieser Weg langsam weiter ansteigen wird, damit wir einfach dann später hier langsam nach und nach oben kommen, wie der Plan ist. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den heutigen Fortschritt findet. Ich finde es vor allem sehr schön, dass wir jetzt die Treppe hier fertig haben und das so schon aufgegangen ist, trotz der ein paar Verpeiltheiten am Anfang. Ansonsten, ja, war's das für heute. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue. Wir nähern uns den 7000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, ist unten verlinkt. Oder schaut auch mal beim Brickworld Online-Shop vorbei. Dort könnt ihr ein paar Sachen kaufen, um das Projekt zu unterstützen und habt dann ein kleines Stückchen Brickworld bei euch daheim. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim selber bauen. Bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss!